Sprünge, Schräglage, Offroad. Supermotorrennen gehören zum spektakulärsten, was der Zweiradmotorsport zu bieten hat. In der kommenden Folge des Metzeler Table Talk sprechen wir mit Marc-Rainer Schmidt, einem der besten Supermoto-Piloten der Welt, und klären die Frage, was einen Supermotorreifen ausmacht. Hallo, mein Name ist Michael und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge des Metzeler Table Talk. In der heutigen Folge wird es wieder sportlich und, ich muss sagen, besonders spektakulär, denn wir reden über das Thema Supermoto. Und natürlich ist wieder ein Gast mit dabei und es ist tatsächlich nicht irgendjemand, sondern einer der aktuell besten, wenn nicht der beste Supermotofahrer weltweit, kann man tatsächlich sagen. Hallo Marc-Rainer Hallo, ja. Schmidt. Genau, ich freue mich hier zu sein, bei dem Dreh dabei zu sein und ja, ich bin bereit für meinen Part. Sehr schön. Ich habe tatsächlich auch eine ganze Menge Fragen an dich vorbereitet. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, du bist ja tatsächlich weltweit unterwegs, hast vielen Supermoto-Klassen deinen Stempel aufgedrückt. Jetzt hast du aber auch irgendwann mal angefangen und wenn ich mich heute so umschaue im Social-Media-Bereich, ob das jetzt Instagram ist, ob das YouTube ist, ob das TikTok ist, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Supermotos, also gerade im Straßenbereich jetzt, sage ich mal, so die Einstiegsklasse, Nachwuchsklasse für die fahraktive Jugend ist. Wie war das bei dir? Hast du auch auf einer Supermoto angefangen? Ich habe angefangen mit 3 Jahren tatsächlich im Motocross, bin da über meinen Vater draufgekommen, der wollte es anfangs nicht, aber ich habe mich dann durchsetzen können, ja, wollte nicht wie jeder andere Fußball spielen, habe dann mit Motocross angefangen, bin dann 2 Jahre später eingeladen worden nach Genua, nach Italien, von Young Rider damals und habe da dann die ersten Versuche im Supermoto gemacht. Das war in einer riesen Arena, im Rahmenprogramm quasi eine 50er-Klasse, bin da mit der 50 Kubikzentimeter Young Rider Maschine dann gefahren, direkt mein erstes Supermotorennen, ist super gelaufen und das war dann eigentlich tatsächlich schon direkt der Umstieg ins Supermoto, wo ich dann relativ früh schon angefangen habe. Parallel dazu trainiere ich immer noch Motocross, das ist einfach nach wie vor das beste Training und man hat viele Trainingsmöglichkeiten im Vergleich zum Supermoto. Aber ja, relativ viele Junge, gerade mit 16 oder so, fahren dann tatsächlich mit der Supermoto mal auf der Straße, wenn sie einen Führerschein haben und der ein oder andere versucht sich dann auch mal auf der Rennstrecke und ich denke, daher liegt das sehr, sehr nahe beieinander. Wenn man mit einer Supermoto auf der Straße anfängt, dann auch mal auf eine Rennstrecke zu gehen und da ist halt der Einstieg relativ günstig im Vergleich zur Rundstrecke. Also wenn ich das gerade richtig verstanden habe, bist du mit 5 Jahren dein erstes Supermotorrennen gefahren? Genau, ja. Das ist ja der Wahnsinn. Also, früh übt sich, ja. Ja, absolut. Ich muss sagen, wenn du sagst, 3 Jahre das erste Mal auf einem Minimoped, beziehungsweise auf dem Minimotocross, dann mit 5 Jahren schon der erste Rennbezug, dann hast du ja tatsächlich, ich sag mal, eine klassische Rennfahrerkarriere hingelegt, so wie man sie aus den anderen Weltmeisterschaften eben auch kennt. Also wenn man zum Beispiel in die MotoGP schaut oder in die Superbike-WM, da hört man das ja ganz oft, dass die Fahrer, ich sage jetzt einfach noch Jorge Lorenzo, da gibt es ja auch die Videos, wo er halt einfach als Pimpf auf der Mini-Go-Kart-Strecke mit dem Minibike durch die Gegend eiern. Und das war tatsächlich bei dir dann genau die gleiche Geschichte. Genau, ja. Ich denke auch einfach, dass wenn man als Kind schon früh anfängt, damit man sich dann leicht tut, Fehler auszumerzen oder gar nicht erst anzunehmen und sich relativ schnell verbessert. Und eben, wenn man umfällt, steht man auf und fährt weiter. Da macht man sich noch gar keinen Kopf drüber. Ich denke, das wird sich im Alter noch ändern. Also bei mir ist es momentan zum Glück noch nicht so, aber mal schauen, was die Zukunft noch bringt. Und ja, ich denke, darum ist es relativ wichtig, früh anzufangen und dann kann man darauf auf jeden Fall aufbauen und hat eben die dementsprechende Zeit auch. Ich bin jetzt 25 und habe quasi schon 20 Jahre Rennerfahrung. Das kann sich, glaube ich, sehen lassen, ja. Ja, sehen lassen kann sich tatsächlich auch deine Vita, wenn es um die Karriereerfolge geht. Ich habe doch mal so ein bisschen recherchiert. Ich habe mit Sicherheit nicht alles zusammenbekommen, will aber mal so ein bisschen zusammenfassen, was du in den letzten 5 bis 10 Jahren gemacht hast. Du warst 2012, 2014 Schweizer Supermotomeister. Du bist 2015 beim Race of Champions Sieger geworden in Metet. Genau. Dann bist du 4 Jahre in Folge, 2015 bis 2018 Supermotomeister in Italien gewesen. Bis 2020, also die letzten 6 Jahre. Also inzwischen natürlich, genau, die kommen wir noch dazu, die dürfen wir nicht vergessen. Also das sind dann 6, 7 Titel in Folge, ne? Genau, ja. Und 2015 bin ich zusätzlich noch Europameister geworden. 2016 bin ich dann aufgestiegen in die Weltmeisterschaft, konnte da im ersten Jahr trotz Verletzung direkt einen Vizetitel holen. Genau, jetzt kannst du weitermachen. Genau, dann haben wir natürlich noch vor unserer eigenen Haustür die Supermoto IDM.
Da warst du 2018 Meister, 2019 lief es nicht ganz so gut, aber nur in Form der Ergebnisse. Du hast, glaube ich, fast jedes Rennen gewonnen 2019, bist aber bei 4 nicht gestartet, ne? Also Genau, hast 4 Läufe verpasst. ich hatte relativ viel Terminüberschneidungen mit der italienischen Meisterschaft und die italienische Meisterschaft geht für mich vor, weil mein Team aus Italien kommt. Ja. Aber alle Rennen, wo ich beendet habe in der deutschen Meisterschaft, das war jetzt auch letztes Jahr so, 2020 und 2019 eben, Ja. damit jedes Rennen, wo ich im Ziel angekommen bin, bin ich an erster Stelle angekommen. Also eher ein blöder Zufall, dass du da die Titel nicht auch mit Ja, ist halt schade wegen der Terminüberschneidung, aber Ja. macht trotzdem jedes Mal wieder Spaß, in Deutschland mitzufahren. Und man hat einfach viele Freunde um sich rum. Familie stand ab und zu dabei, was bei anderen Rennen teilweise nicht geht, wenn man dann weiter weg ist. Und genau. Jetzt haben wir ja gerade schon angedeutet, zum einen viele Titel, zum anderen viele Rennserien, und zwar Termine auch parallel, viel unterwegs, Team in Italien. Das hört sich für mich natürlich auch nach verdammt viel Stress an. Also du arbeitest ja nebenbei auch noch, du bist ja zusammen mit deinem Papa auch im Renndienst tätig. Ihr macht auch den Renndienst für die Supermoto IDM zum Beispiel. Also das heißt, du bist da noch aktiv. Dann bist du nebenbei noch Metzler Entwicklungsfahrer, das dürfen wir an der Stelle ja auch nicht vergessen. Wie kriegst du das denn alles überein? Ja, also stressig wird es nicht. Ich nehme das eher also mir macht das Ganze Spaß und ich ziehe die positiven Seiten da draus. Ich mache mir da keinen Stress, sondern ich versuche einfach so gut wie es geht zum Planen. Ich arbeite zum einen Teilzeit in einer großen Firma in der Schweißtechnik. Das lässt sich ganz gut vereinbaren, da bekomme ich auch relativ flexibel frei, so wie ich brauche. Dann zum anderen mache ich mit meinem Vater zusammen und meiner Schwester, beziehungsweise die ganze Familie steckt da quasi mit drin, MAS Racing, da machen wir den offiziellen Rennservice für Metzler in der Supermoto IDM. Das heißt, da morgens, wenn ich aufstehe und mein Motorrad vorbereitet habe, geht es los mit 10 bis 15 Reifen montieren vor dem Warm-up noch. Und genau, da helfe ich auch so gut ich kann aus, weil es mir einfach auch am Herz liegt. Und eben da Metzler zu pushen, ist für mich auch eine Riesensache, wenn man sieht die Fortschritte und die Entwicklung, wie viele Fahrer dann die Metzler probieren und fast jeder, wo ihn probiert, fährt ihn danach auch und wir haben einen riesen Marktanteil in Deutschland und genau, da haben wir uns richtig was aufgebaut und da bin ich auch ein gewisses Stück stolz drauf und freue mich, da Metzler im Hintergrund zu haben und genau, dann geht es natürlich noch weiter, was nicht zu vernachlässigen ist, ist meine Karriere dann eben im Supermoto-Rennsport. Da war ich jetzt letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft mit dabei. Dann italienische Meisterschaft komplett mit dabei und ebenso so gut wie es ging, habe ich noch an den deutschen Rennen teilgenommen. Dann ist im Normalfall jedes Jahr noch das Superbike Method, das größte Supermotorrennen der Welt, wo ich jetzt schon 3-mal für mich entscheiden konnte. Das fällt dieses Jahr leider flach. Und ja, genau so bringe ich das alles mehr oder weniger unter einen Hut und habe meinen Spaß dabei. Wann schläfst du? Relativ früh abends, damit ich morgens wieder fit bin, aber das Also reicht du mir. kommst auch auf deine, sagen wir mal, 7 bis 8 Stunden Ja, Schlaf, das kriegst ohne Probleme. kriegst du Ja. schon irgendwie noch runter, okay. Genau. Jetzt hast du gerade den Reifendienst noch erwähnt und dass du da auch mit aktiv anpackst und Reifen wechselst. Es ist ja körperlich sehr anstrengend und natürlich ist auch das Supermotofahren oder das Leben an sich, was du jetzt als Sportler führst, mit Arbeiten und so, sehr, sehr anstrengend. Wie hältst du dich denn fit? Wie bereitest du dich physisch und körperlich auf die Rennen vor? Also ich jetzt relativ viel auf dem Motorrad, so viel wie es geht. Im Normalfall relativ viel mache ich Motocross-Training, weil ich da viele Möglichkeiten habe. Habe bei mir zu Hause eine kleine Strecke privat. Sonst gibt es auch noch einige Vereine in der Umgebung, sage ich mal, von 1,5, 2 Stunden von mir zu Hause aus, wo man dann Motocross trainieren kann. Supermoto ist relativ schwierig hier in Deutschland, da muss ich meistens weiterfahren oder gehe dann fast auf meine Heimstrecke nach Italien. Ottobiano ist in der Nähe von Mailand oder Castelletto, da habe ich auch nur 4,5, 5 Stunden hin. Und ja, dann kommt natürlich die Kraft- und Fitnesstraining dazu und wenn man sich so vorbereitet, damit man da dementsprechend fit ist, sage ich mal, dann hat man auch keine Probleme, wenn man zwischendrin noch ein paar Reifen montieren muss und die Rennen fährt. Genau, ich schaue, damit ich mich so vorbereite, damit ich übermäßig fit bin, damit mir die Reserve nicht ausgeht, damit ich immer Reserve habe und das hat bis jetzt auch relativ gut geklappt immer. Okay. Jetzt haben wir die physische Komponente ja schon angesprochen und du hast auch erwähnt, dass du viel Motocross trainierst und da auch im Offroad-Bereich unterwegs bist. Das spielt ja tatsächlich auch bei den Supermotorennen eine wichtige Rolle. Das macht ja tatsächlich auch einen großen und spektakulären Anteil an der ganzen Geschichte aus. Ihr seid sowohl auf Asphalt als auch im Offroad-Bereich unterwegs. Es gibt Sprünge, es gibt Hebel und Hindernisse, sage ich jetzt mal, was die Sache natürlich sowohl für dich als Fahrer als auch fürs Material sehr anspruchsvoll macht. Wie bereitest du denn, ich sag mal, dein Motorrad vor? Das ist ja theoretisch ein Serien-Supermoto-Motorrad. Was wird denn da angepasst, damit es tatsächlich die Belastung aushält und mitmacht? Ja, das ist richtig. Also das ist auch das, was mich am Supermoto so fasziniert, damit man einfach verschiedene
Fahrbahnbelege hat, sage ich mal, dass eigentlich nicht nur glatter Asphalt, rauer Asphalt, sondern wirklich, man geht mit den Slicks, mit denen man auf dem Asphalt fährt, die vorgeheizt sind, wie man sonst von der Rundstrecke kennt, geht man ins Offroad, egal ob es staubig, sandig, steinig ist und hat da dann noch eben Bremswellen, Tables, Doppelsprünge, Anlieger, Kurven drin und dann ganz großer Teil natürlich ist Ausgang Offroad, wo ich mit dem Metzler, wo wir dahin entwickelt haben, damit der da sehr präzise funktioniert. Wenn man aus dem Offroad rausfährt, auf dem Asphalt ist, hat man natürlich eine geschlossene Staubschicht, mehr oder weniger um Reifen. Und damit das möglichst schnell weg ist und man wieder perfekten Grip hat, muss man daran nicht nur mit der Körperbalance, sondern auch mit dem entsprechenden Reifen arbeiten. Und genau zum Motorrad, mittlerweile sind es keine Serienmotorräder mehr. Ich habe jetzt seit 2 Tagen bei mir zu Hause die neue Werks-TM, wo hinter mir steht. Und die kriege ich quasi von meinem Team aus Italien komplett aufgebaut. Da ist dann das Fahrwerk auf mich abgestimmt, der Motor ist getuned und das ist quasi rundum sorglos Paket, was ich jetzt da hingestellt bekomme. Aber man braucht dementsprechend natürlich auch gute Räder, wo die Belastung aushalten. Die Reifen müssen es mitmachen, gerade wenn man eben über Steine springt oder ich sag mal im Normalfall Rundstreckenslicks sind nicht dafür gemacht, damit man irgendwo 20 Meter springt und dann auf Steinen landet. Und das sind alles Sachen, wo man mit einbeziehen muss in die Entwicklung und eben für die Reifen und auch dann, wenn man Räder hat, damit man da nicht ein paar Gramm spart, sondern wirklich sagt, okay, ich gehe auf Nummer sicher und dann von einer anderen Schwinge über andere Umlenkung bis hin zur Geometrie kann man da wirklich sehr viel arbeiten im Supermoto. Und da stecken mein Team und ich tatsächlich dann immer in Arbeit, also da wird es uns nicht langweilig von Strecke zu Strecke. Okay, also ist tatsächlich, wie man das tatsächlich eben auch aus den anderen Weltmeisterschaftsklassen kennt, die mit Straßenmotorrädern fahren oder bei denen die Basis ein Straßenmotorrad ist, wird an jedem Bereich Hand angelegt, also Fahrwerk, eben Geometrie, so wie du es angedeutet hast, Zubehör, wie ich habe gesehen, du hast glaube ich Excel-Felgen drin, ne? Genau, ja. Um eben die Belastung handhaben zu können und da keine Risse, Brüche oder sonst irgendwas zu riskieren. Und den Reifen hast du ja auch schon angesprochen, dass wir da mit vorgeheizten, nicht wir, sondern du oder ihr natürlich da mit vorgeheizten Slick fahrt. Jetzt hat der Hinterreifen ja die Besonderheit, dass der, obwohl es ja ein Slick ist, ein geschnittenes Profil hat. Und kannst du mal ganz kurz erklären, was das ausmacht und wofür das tatsächlich da ist? Ja, genau. Also hier haben wir den Hinterreifen, den Metzler K1 für Supermoto, für einen Rennsport entwickelt. Und da haben wir dann tatsächlich hier etwas Profil mit reingearbeitet in den Slick. Ist ganz einfach dazu gedacht, damit man etwas mehr Traktion findet im Offroad. Weil eben, wenn man mit einem komplett glatten Slick jetzt im Offroad geht und hat etwas staubigen oder rutschigen Untergrund, dann ist es wirklich relativ schwer, den Grip zu finden und aufzubauen. Mit den kleinen Rillen, die man hier jetzt hat, vor allem die Querrillen, kann man sich vorstellen wie ein Motocross-Reifen in Stollen. Der geht den Boden rein und packt sich quasi den Grip. Hier ist es so, damit quasi die Rillen dazu dienen, den Staub oder den Untergrund etwas, sage ich mal, auch zu packen und dann nach hinten zu befördern und somit etwas mehr Grip zu erreichen im Offroad-Bereich. Was man ab und zu noch macht, gerade auf speziellen Strecken, wenn man zum Beispiel ein sehr langes Offroad hat oder sehr viel links im Offroad hat, kann man die Reifen zusätzlich noch an der Flanke, sollte man nicht zu weit rausgehen, noch nachschneiden quasi mit einem Reifenschneider, um da den, sag ich mal, Vorlieben der Fahrer oder etwas, damit der Reifen etwas mehr arbeitet, wenn es kalt ist zum Beispiel, nochmal mitzuhelfen. Genau, das ist eigentlich schon Das ganze Sinn und Geheimnis Zweck, Sinn sozusagen. und Zweck von den Rillen, genau. Okay, jetzt haben wir diese zusätzlichen Profilenrillen ja nur am Hinterrad, einfach um die Traktion aufzubauen und das Moped natürlich so schnell wie möglich nach vorne beschleunigen zu können. Jetzt fällt auf, du hast es gerade schon angedeutet, dass in bestimmten Streckenbereichen nachgeschnitten wird, dass das eigentliche Profil, so wie es vom Reifen, beim Reifen vorhanden ist, wenn er ausgeliefert wird, das ja eigentlich nur im zentralen Laufstreifenbereich der Fall ist. Ne? Kurven werden im Offroad-Bereich normalerweise über den Anleger mitgefahren. Ne? Also das heißt, ich brauche da nicht so viel Seitengrip tatsächlich. Genau, ja, man hat in den meisten Kurven hat man wirklich dann Anlieger, wie man sie aus dem Motocross kennt, oder eben dann leichte Rillen, wo quasi das Rad geklemmt ist und nicht ausbüchsen kann. Ich sag mal, im Supermoto ist es jetzt nicht so, damit du auf glattem Boden 40, 45 Grad Schräglage fährst, das ist eher unwahrscheinlich. Da schaut man, dass das Motorrad möglichst aufrecht bleibt, um möglichst viel Auflagefläche vom Reifen auf dem Boden zu haben und somit dementsprechend viel Grip erzeugen kann. Okay. Jetzt gibt es natürlich neben dem Asphaltbereich und dem Offroad-Bereich noch die Herausforderung des Wetters. Ne? Es ist ja nicht immer eitel Sonnenschein, das heißt, ihr fahrt natürlich auch mit Regenreifen und da beherbergt oder hat natürlich dieser Belagwechsel nochmal eine besondere Herausforderung. Was gibt es da zu meistern? Wo liegen da die Kniffe tatsächlich? Also das kann man so tatsächlich nicht ganz so einfach sagen. Das ist je nach Strecke und eben nach Regen- und Wassermenge dann unterschiedlich.
Wir hatten es schon letztes Jahr so, damit wir Regen hatten und dann hat das Offroad mehr Grip gehabt als davor im Trockenen, weil es einfach ein bisschen feuchter war und nicht ganz so trocken und ganz so staubig. Natürlich gibt es auch die andere Seite dann, wenn es zu viel Regen wird, damit das Offroad matschig wird, dann muss man sich erstmal durch den Matsch kämpfen, sage ich mal. Dann Ausgang Offroad zieht sich der Schlamm auf dem Asphalt noch mit und das sind dann wirklich Sachen, wo man beachten muss. Dann kommt noch dazu die Wasserverdrängung, wo wir relativ gut aufgestellt sind mit den Metzler-Reifen und genau, Wasserverdrängung, da denke ich, wirst du noch das ein oder andere Bild einspielen. Da sieht man dann wirklich, da fährt man durch Pfützen durch, wo 10, 15 Zentimeter hoch sind. Ja. Und das Motorrad bleibt am Boden. Das heißt, die Wasserverdrängung funktioniert so gut, damit man da trotzdem noch volles Vertrauen haben kann und dementsprechend mit den Reifen auch arbeiten und umgehen kann. Jetzt hast du mir vorhin erzählt, dass der Supermoto Regenreifen tatsächlich eine Besonderheit hat, dass man ja unterschiedlichen Wassermengen so ein bisschen das Maximum an Grip abgewinnen kann. Genau, dazu ganz kurz. Wir haben hier den Vorderreifen vom Supermoto. Man sieht hier ganz klar, damit man quasi die Rillen hat, die das Wasser nach außen verdrängen, sprich in Fahrtrichtung. Wenn das Wasser von vorne kommt, wird es aufgenommen und nach außen befördert. Das heißt, bei viel Wasser wird der Reifen so rumgefahren, dass die Rillen nach vorne sind und das Wasser verdrängt werden kann, nach außen abläuft. Wenn man wenig Wasser bis gar kein Wasser hat und es ist zum Beispiel sehr kalt oder nur etwas feucht, kann man den Vorderreifen ganz einfach drehen. Dann hält er etwas länger und die Rillen werden quasi ein bisschen geschont. Die müssen kein Wasser verdrängen in dem Sinne. Und genau, das ist nur eine Besonderheit von dem Metzler Regenreifen, wo wir haben, nach dem Grip, den wir damit erzeugen können. Genau, den Hinterrad haben wir jetzt nicht da. Das möchte ich an der Stelle aber noch dazu erwähnen. Der sieht tatsächlich vom Profildesign anders aus, als man das eben vom Rundstreckenreifen kennt, also vom Supersport oder vom Superbike Regenreifen. Er hat ja dann auch eher so Profilblöcke, um wahrscheinlich nochmal extra Traktion im Offroad-Bereich mit zu generieren. Genau, ja, da haben wir wirklich richtige Profilblöcke. Zum einen, die sind so angeordnet, damit sie auch das Wasser verdrängen können, zum einen. Und zum anderen natürlich im Vergleich zur Rundstrecke, dadurch, dass man mit durchs Offroad muss und eben die Traktion auch im Offroad aufbauen muss, sind die etwas angeordnet wie Blöcke. Und das kann man dann aus dem Motocross quasi entnehmen, wo dann einfach die Blöcke quasi und die ganzen Rillen den Dreck und Schlamm nach hinten befördern und möglichst viel Traktion aufbauen dann. Jetzt hast du ja gerade hervorragend schon die Funktionalität des Regenreifens erklärt und auch vom Slick und des Profilschnitts. Ich hatte es vorhin ja schon angedeutet, du bist ja auch mit Entwicklungsfahrer seit 2017 für Metzler und hast ja quasi die Reifen, ja, so wie sie jetzt sind, wegweisend mit hier zu diesem Niveau gebracht. Was sind denn für dich die ausschlaggebenden Merkmale, die den Supermoto Racing SM jetzt ausmachen? Genau, es sind quasi meine Babys. Nein, da bin nicht nur ich mit dabei, aber ja, seit Ende 2017, als ich zum L30 Racing Team vom Ivan Lazzarini gewechselt bin. Wir sind quasi das Spitzenteam von Metzler und entwickeln die Reifen und sind da ganz vorne mit dabei. Und ja, erstmal, was mich fasziniert, ist einfach an Metzler, damit die ein hohes Niveau haben, damit die Reifen extrem lang halten, sehr viel Grip bieten, aber man trotzdem weitermacht und weiterentwickelt, um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen. Und ja, wir haben damals angefangen und wirklich Wochen, Monate, beziehungsweise jetzt sind es ja Jahre reingesteckt in die Entwicklung. Da hat Metzler und Pirelli dann zum Beispiel in Alcaraz die komplette Anlage gemietet, Superbike-Strecke mit Pirelli, die Supermoto-Strecke mit Metzler, 5 Tage lang am Stück getestet mit den Ingenieuren und wirklich von A bis Z alles probiert an dem Reifen. Ich glaube 65 verschiedene Mischungen waren das, wo man da in 5 Tagen durchgeballert hat und das ist wirklich faszinierend, was da reingesteckt wird und auch an Zeit, Engagement und Wissen eben auch von der Rundstrecke dann teilweise mit reinfließt. Und ja, für mich sind die größten Vorteile am Metzler auf jeden Fall, damit der Grundgrip höher ist als bei der Konkurrenz. Das heißt, man fängt auf einem relativ hohen Level an und das Gute ist, damit der Metzler das Level dann extrem lange hält. Das heißt, ich kann ohne Probleme mit einem Metzler auf meinem Level 1 bis 2 Renndistanzen durchfahren, je nachdem, welche Reifenmischung ich wähle und welche Strecke es ist. Und da bleibt wirklich, der Grip bleibt von Runde 1 bis zur letzten Runde derselbe. Ich kann auch in der letzten Runde noch Bestzeit fahren, wo ich mit anderen Produkten Schwierigkeiten bekommen habe, gerade auch in der Weltmeisterschaft, werden wir mit Sicherheit nachher noch kurz ansprechen. Und das ist mit Sicherheit ein ganz großer Vorteil vom Metzler. Der hohe Grundgrip, den man hat, die verschiedenen Mischungen, wo man zur Auswahl hat, bei jeweiliger Temperaturveränderung und dann ganz klar die Haltbarkeit ist für mich das A und O, damit man wirklich auf seinem Level durchfahren kann und nicht sich Gedanken machen muss, ob nach den ersten paar Runden schon der Reifen nachlässt.
Jetzt hast du ja die Mischung schon angesprochen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, bei dem der Fahrer ja variieren kann, den äußeren Umständen sich ein bisschen anpassen kann, vielleicht auch seinen Vorlieben. Jetzt gibt es gerade am Vorderrad noch zwei unterschiedliche Dimensionen, beziehungsweise nicht Dimensionen, sondern Größen. Es gibt 16,5 und 17 Zoll. Du hast mir verraten, dass du bevorzugt mit dem 17 Zoll Vorderrad fährst. Wo liegt denn da grundsätzlich der Unterschied? Also wie fühlt sich das denn an und welche Größe ist denn für wen geeignet? Also es fühlt sich grundsätzlich beides sehr gut an in meinen Augen. Die Unterschiede sind auch nicht sehr groß. Ich bin auch bei den Tests von den Rundenzeiten her auf ein paar Zehntel die gleiche Rundenzeit gefahren mit dem 16,5 und 17 Zoll Vorderreifen. Mir taugt der 17 Zoll Vorderreifen extrem gut, weil ich sehr hart über die Front fahre. Ich bin sehr stark auf der Vorderradbremse unterwegs und dann kann man kann es so ableiten, dass der 17 Zoll etwas mehr von der Rundstrecke hat. Der ist schön rund oben, man kann extrem leicht umlegen, man hat keine Kanten drin oder es fällt einem sehr leicht, das Motorrad schnell umzulegen, damit zu arbeiten. Der 16,5 Zoll, da tun sich einige Fahrer etwas leichter, sage ich mal, weil das Handling vielleicht nochmal einen Tick besser ist und mit ihm kann man einfacher umgehen. Der verzeiht etwas mehr in Sachen Temperatur. Beim 17 Zoll muss schon alles passen, der will rangenommen werden, sage ich mal, und dementsprechend taugt mir der 17 Zoll etwas besser und kann auch mit dem 16,5 Zoll nahezu die gleichen Rundenzeiten fahren und komme auf fast die gleiche Performance. Genau, ich denke, das ist schon einfach ein bisschen die Vorliebe von jedem Fahrer, wo er hat. Der eine bremst sehr stark mit vorne, der andere sitzt weiter vorne, der nächste wieder weiter hinten. Ich denke, da muss jeder für sich rausfinden, was ihm am besten taugt. Und da hat man eben die Möglichkeit bei Metzner mit dem 16,5 und 17 Zoll. Jetzt hast du ja die Entwicklungsarbeit schon angesprochen. Wir haben es jetzt gerade von diesen beiden Vorderrädern gehabt, sowohl 16,5 als auch 17 Zoll. Da soll ja für diese Saison, für 2021, was Neues kommen, beziehungsweise eine Evolutionsstufe. Kannst du da verraten, was da genau passiert ist? Ja, da wird's was Neues geben, da liegst du richtig, ja. Und wir sind permanent dran weiterzuarbeiten, die Reifen weiter zu verbessern. Und genau, da wird die Karkasse, der Unterbau wird etwas besser sein, wie zuvor, noch besser. Und auch man wird in den Mischungen, werden grundsätzlich die gleiche bleiben. Das ist der K1, der etwas weichere, und der K2, der etwas härtere für vorne. Hinten wird es auch etwas Neues geben mit dem K0, wo quasi für heiße Temperaturen ist und für maximale Performance, wo man dann wirklich das letzte bisschen noch rausquetschen kann. Und ja, der K1 ist letztes Jahr, 2020, quasi schon überarbeitet rausgekommen. Und so wird da in allen Richtungen weitergearbeitet, weiterentwickelt, damit wir euch permanent das beste Material liefern können. Was stehen jetzt dann für euch als nächstes für Termine an? Also logischerweise kommt jetzt natürlich für dich wieder die WM-Saison. Wann geht's da los? Ich weiß es leider noch nicht ganz genau. Es ist nicht so einfach gewesen, nach der letzten Saison jetzt alles zu planen mit der Corona-Pandemie. Und geplant ist auf jeden Fall die komplette Weltmeisterschaft, die komplette italienische Meisterschaft, hoffentlich auch mal wieder die komplette deutsche Meisterschaft und dann einzelne Rennen wie eben das Superbiker in Method in Belgien oder mal ein Gaststart in anderen Ländern. Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie die Terminkalender dann aussehen. Ich denke mal wieder wie die Jahre zuvor ziemlich voll. Aber ich gehe raus und fahre Rennen, weil ich es gern mache, weil es meine Leidenschaft ist und darum bin ich um jedes Rennen, das ich mitfahren kann, froh. Von daher bin ich da guter Dinge und kann es kaum erwarten, die Saison jetzt zu starten. Gerade auch mit dem neuen Projekt, wo wir jetzt haben, dass mein Team, das L30 Racing Team, das TM Factory Team übernommen hat und da sind wir jetzt wirklich top aufgestellt, besser könnte es nicht sein. Und jetzt fehlen nur noch die Rennen, ja. Sehr schön. Also wir drücken dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass das dieses Jahr sowohl mit den Terminen klappt und natürlich auch mit den verschiedenen Meisterschaften, dass du so viel wie möglich mitfahren kannst. Du bist im deutschsprachigen Bereich unterwegs, Supermoto, IDM. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp für euch. Also schaut euch das gern an. Supermoto IDM, eine sehr nahbare Rennserie. Da könnt ihr auch einfach mal vorbeischauen. Da seid ihr zum Beispiel in Hasewinkel, in Schleiz. Genau, St. Wendel ist ein sehr cooles Rennen, ist in der Stadt quasi, wo die Straße dann gesperrt wird und man wirklich im Skatepark das Offroad hat und ein langes Omega. Ansonsten eben Schleizer Dreieck war es dieses Jahr noch und jetzt mal schauen, was dieses Jahr noch Neues kommt. Oschersleben, auch eine sehr coole Supermoto-Strecke, direkt neben der Rundstrecke. Ja. Also ist auf jeden Fall auch interessant anzuschauen, sage ich mal, gerade im Supermoto, was das halt bietet. Asphalt, Offroad, man sieht die Unterschiede, man springt wie beim Motocross, man hat auf dem Asphalt schnelle Kurven, fast wie eine Rundstrecke. Also die Mischung daraus, denke ich mal, macht es auch für die Zuschauer dementsprechend interessant und vielleicht auch für den einen oder anderen Hobbypilot von der Straße mal einfach, um zu sagen, das zu probieren und fürs Gefühl. Viele MotoGP-Fahrer, beziehungsweise die meisten trainieren auch Supermoto, weil man da einfach das
Gefühl vom rutschenden Reifen oder das rutschende Motorrad und eben, das liegt da sehr nahe und deshalb sind da sehr viele Fahrer auch aus der MotoGP unterwegs, mit denen ich auch teilweise im Winter dann in Spanien trainiere und das macht es natürlich auch reizvoll, sage ich mal, da dann zum Schauen, was da die Jungs so treiben. Also, ihr habt es gehört, schaut es euch unbedingt an. Supermoto IDM-Rennen habt ihr fast jeder so ein bisschen vor der Haustür. Gibt immer eine Möglichkeit, da mal vorbeizuschauen. Falls ihr Marc-Rainer Schmidt bei der Saison verfolgen wollt, könnt ihr das natürlich auf Instagram tun. Marc-Rainer Schmidt mit 41, das ist der Instagram-Account. Also unbedingt ein Abo dalassen. Und falls ihr noch Fragen habt zu den Metzler-Reifen, zu den Racetech SM, gibt es die Informationen dafür natürlich wie immer auf der metzler.com Homepage. Da findet ihr die entsprechende Produktseite. Könnt ihr euch nochmal informieren zu den verschiedenen Mischungen und zu den verschiedenen Reifen, also ob das jetzt Trocken- oder Regenreifen sind, könnt ihr euch da die Details anschauen. Ja, und falls ihr dazu noch weitere Fragen habt, die über die Seite nicht beantwortet werden, gibt es natürlich wie immer noch die Möglichkeit, sich an den Metzler Support zu wenden, sowohl per E-Mail als auch telefonisch. Wir haben natürlich auch Ansprechpartner für den Bereich Rennsport. Da gibt es auf jeden Fall die passende Antwort. Und jetzt bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Marc, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt tatsächlich auch so ein bisschen angefixt, muss das Supermoto-Thema jetzt auch mal unbedingt ausprobieren. Ich hoffe, euch ging es auch so und euch hat die Folge gefallen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage, ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Metzler Table Talk.